Guten Tag, Elias. Elias Tsolakidis, richtig ausgesprochen? Ja, es ist absolut richtig. Hallo, guten Tag. Wir sind hier in Griechenland, wir sind in Katerini. Und eigentlich an einem kleinen Dorf neben Katerini, das heißt Paralia, glaube ich. Das ist Paralia, das ist ein Vorort von Katerini. Genau. Ja. Und du sprichst aber ziemlich perfekt Deutsch. Dankeschön. Obwohl du Grieche bist. Ja, ja. Ich lebe aber schon seit langer Zeit in Deutschland. Ich bin damals mit 18 zum Studium nach Deutschland gekommen und seitdem mache ich einen Spagat zwischen Deutschland und Griechenland, der manchmal sehr weh tut. In welche Richtung tut es mehr weh? In beiden Richtungen. In beiden Richtungen. Egal wo man ist, tut es weh. Weil ich kann dir sagen, es ist nicht einfach, eine zweite Heimat zu haben. Mhm. Aber wie machst du das mit der Familie? Kommen die dann alle mit? Und, nein, wir haben früher, also ich habe in Deutschland studiert, dann kam ich nach Griechenland zurück. Ich habe hier meinen Militärdienst gemacht, ich habe 5 Jahre lang gearbeitet, meine Frau kennengelernt. Wir haben Konstantin auf die Welt gebracht, also meine Frau hat Konstantin auf die Welt gebracht. Und man immer ein bisschen mit als Mann, ja, so mindestens psychologisch. Ja. Und danach kam ich nochmal nach Deutschland, um zu promovieren. Und dann bin ich beruflich dort geblieben. Ja. Seit 2002 sind wir am Pendeln. Also sowohl meine Frau als auch die Kinder. Konstantin studiert mittlerweile auch in Deutschland. Wir wissen nicht, wo unser Zuhause ist. Also das Einzige, was ich sicher sagen kann, ist, dass ich in Deutschland beruflich tätig bin, dass ich dort mein Geld verdiene. Ja. Ja. Aber durch die Krise in der letzten Zeit bin ich öfter hier. Weil hier habe ich Freunde, hier lebt meine Mutter, leben meine Geschwister. Und wie ihr sicherlich mitbekommen habt, das Leben ist hier mittlerweile nicht einfach. Das heißt, geworden. Du fühlst dich schon verantwortlich. Du denkst nicht, ja, ich gehe nach Deutschland, nehme ein Stück Familie da und lasse die Griechen in ihrer Krise, das geht mir nichts mehr an. Sondern du fühlst dich verantwortlich. Nein. Ich bin hier auf die Welt gekommen. Ja. Wie gesagt, hier habe ich Freunde, hier habe ich Verwandte, hier habe ich meine Familie. Genau. Und du kannst im Ausland, in einem anderen Land gut verdienen, gut leben. Aber du kannst nicht abends mit deiner Schwester telefonieren und so tun, als ob alles in Ordnung wäre. Das geht nicht. Wenn du weißt, dass deine Mutter nicht ins Krankenhaus gebracht werden kann. Wenn du weißt, dass die Kinder deiner Schwester keine Medikamente bekommen können, weil dein Bruder arbeitslos geworden ist und so weiter. Das ist der Grund, warum ich jetzt in der letzten Zeit öfter hier in Griechenland bin. Wir haben versucht, mit Freunden etwas auf die Beine zu stellen. Und, genau, da kommen wir hin. Ja, also, ja. Elias, du bist der Gründer und auch der Leiter von einem Verein, denke ich mir, einer Assoziation, also ein Projekt. Das heißt Otoposmou. Otoposmou. Was heißt das überhaupt? Otoposmou heißt mein Ort. Ja, mein Ort. Ich habe im Jahr 2007 mit Freunden zusammen, das ist im Grunde genommen eine Bürgerinitiative. Ja. Das ist, also wir weigern uns dagegen, das ist eine Absicht, das ist eine Wahl, kein Verein zu sein, keinen Vorstand zu haben. Keine feste Organisation, Strukturen zu haben, kein Geld zu verwalten. Wir sind eine Gruppe von Bürgern, die treffen sich, stellen etwas fest, was ihnen nicht passt, versuchen das Ganze zu organisieren, was dagegen zu machen, was zu unternehmen. Und sobald die Aufgabe erledigt ist, nächste. Ja, und was macht ihr Aufgabe. Also genau? Also was jetzt? Was habt ihr jetzt schon auf die Beine gestellt? Ja, also im Jahr 2007 hat es in Griechenland fürchterlich gebrannt. Es brennt jedes Jahr, aber damals war es richtig katastrophal. Und ich konnte nicht einfach vor dem Fernseher sitzen. Ja. Ich bin einfach mit meiner Schwester zur Feuerwehr gegangen und habe gefragt, wie wir helfen könnten. Das war also deine erste Aktivität, also als Aktivist sozusagen? Ja, ich dachte mir, also hinter uns ist der Olymp.
Wir sind gerade 6, 7 Kilometer weit weg vom Olymp entfernt. Wenn die Sicht schön ist, also kannst du wirklich, das ist ganz nah dran. Und dann dachte ich mir, Moment mal, wenn es hier brennen sollte, wer soll diesen Berg retten? Weil alle Feuerwehrleute aus unserer Region waren auf der Peloponnes. Hier war kein Mensch. Okay. Ja, ganz Griechenland hat sich auf Peloponnes gesammelt. Weil es dort mehr brennt. Weil es hat wirklich, es war ganz, ganz schlimm. Okay. Und vor allen Dingen, das, was man im Fernsehen sehen konnte, war, dass diejenigen, also die Feuerwehrmänner, die dahin gebracht worden sind, waren 10 Tage lang mit demselben Anzug unterwegs. Ja? Das Einzige, was ihnen angeboten wurde, war ein Sandwich und ein Glas Wasser. Und sonst mussten sie gegen das Feuer kämpfen. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, wenn es mal eines Tages so weit sein sollte, auch in unserer Region, dann kann ich diesen Menschen ein sauberes Handtuch bringen. Was bedeutet das mit dem Anzug? Das heißt, die Stadt hatte für Sie keine Reserveklamotten oder heißt das, Sie waren die ganze Zeit im Einsatz? Die waren die ganze Zeit im Einsatz. Die waren Tag und Nacht im Einsatz. Das haben geschlafen mit der... Die haben kaum schlafen können. Okay, ja? Okay. Und das war der Anfangsgedanke, jetzt, bevor es hier brennt, sowas zu organisieren. Und der Leiter der Feuerwehr hier in Katerini hat sich kaputt gelacht, meinte, passen Sie mal auf, ich habe genug zu tun jetzt. Gehen Sie bitte. Er wollte also keine Hilfe? Nein, er meinte, es ist nett gemeint, aber ich kann keine ungeübte Leute beschäftigen. Ja? Kommen Sie wieder im Februar. Wenn Sie drüber geschlafen haben und wenn Sie meinen, Sie können weiterhelfen wollen, ja, dann kommen Sie bitte im Februar. Und das habe ich tatsächlich gemacht. Ich bin im Februar hingegangen und habe gesagt, ja, hallo, wir haben uns verabredet im Februar. Das war damals im August. Er war bestimmt verdammt überrascht. Ja, er meinte, ja, kommen Sie, setzen Sie sich hin, Sie meinen es doch ernst. Also ich habe wirklich einen Vorschlag, also einen Gedanken. Ich werde Ihnen einen Ort zeigen bei uns in der Region. Das ist direkt am Strand. Sie haben den Olymp vor sich und Sie sollen, wenn es richtig heiß wird, dort mit einem Fernglas den Berg beobachten. Und wenn Sie irgendwo Rauch sehen, sollen Sie sofort bei uns die 199 wählen und wir greifen dann ein. Genau. Aber durch Ihre Informationen. Ja, Sie werden uns steuern. Genau, ja. Und dann habe ich gefragt, ja, wann sollen wir es machen? Er meinte, ja, im August, wenn es so richtig heiß wird. Ich habe ihm gesagt, gut, okay, danke für die Information. Ich möchte erst mal den Ort sehen. Und dann sind wir zusammen hingefahren. Und das war einer der schönsten Plätze in unserer Region, direkt am Strand. Man konnte den Olymp sehen. Und ich habe ihm gesagt, okay, geben Sie mir bitte ein paar Tage Zeit. Ich versuche es mit Freunden zu besprechen. Und ich habe mich dann mit einer kleinen Gruppe von 5 Personen getroffen und habe ihnen erzählt, was ich im Kopf habe. Also einen Turm dort aufzubauen, eine Software im Internet zu programmieren, sodass jeder die Möglichkeit hat, online sich zu registrieren, ein Schiff zu machen. Ja. Und ich habe vorgeschlagen, vom 1. Juni bis zum 10. September. Okay. Also 100 Tage. Ich mache es kurz. Innerhalb von wenigen Tagen waren die ersten Wochen schon ausgebucht. Ja. Wir haben schon einen Spender gefunden, der uns ein Häuschen aus Holz gebaut hat. Und die Leute waren total begeistert. Und ihr habt auch Touristen gehabt, das weiß ich. Auch Touristen waren dabei. Ja. Und das lief wunderbar. Die ersten Brandfälle waren da, die Feuerwehr konnte sofort eingreifen. Das hat sich rumgesprochen. Fernsehsender aus Athen kamen, um das zu sehen. Und ich dachte mir, und ich denke mir heute immer noch, das ist ein simpler Gedanke. Ja? Das war eigentlich gar nichts. Ja. Aber es ist magisch, dass die Leute einfach machen. Ja. Also, mittlerweile haben wir 3 Beobachtungstürme in der Region. Mehr als 500 Familien pro Jahr beteiligen sich dran.
Alle Schulen aus der Region beteiligen sich dran, Vereine und so weiter. Wir geben jedes Jahr in jeder Saison im Durchschnitt zwischen 25 und 35 Brandfälle bei der Feuerwehr an. Ja. Und toi, 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 in den letzten 7 Jahren hat es bei uns nicht gebrannt. Wow, wunderbar. Ja? So hat Otoposmu begonnen, mein Ort. Ja. Das ist die erste Aktion. Ja, jetzt ist es was Riesiges eigentlich. Ja, im Sommer, also der Sommer war vorbei, 2008. Und wir haben uns ganz einsam gefühlt. Weil es vorbei war. Ja, weil es vorbei war. Wie viele Leute waren das? 220 Familien waren. Aber das Kerngruppe? Also der Kern bestand aus 10 Personen ungefähr. 10 Personen, ja. Weil, du musst dir vorstellen, also die Leute haben zwar einen Termin reserviert im Mai für den, sagen wir mal, 25. August, aber dann haben sie es vergessen. Ja, genau. Also, wir haben auch ein SMS-System eingerichtet. 3 Tage vorher bekamen sie eine SMS, eine Erinnerung, dass in 3 Tagen der Termin ist. Das ist deine Genen, das ist deine nicht Genen, sondern das ist deine Deutschland-Einfluss. Du bist ja sehr effizient. Du bist schon ein bisschen deutsch geworden. Ich habe viel in Deutschland gelernt. Über Effizienz. Natürlich, das war auch Teil meines Studiums. Ja. Ich habe Sportverwaltung studiert. Und, aber weißt du, wenn man will, wenn der Wille da ist, dann klappt das auch mit der Organisation. Genau. Ja? Auch Leute, die dabei sind, aber nie in Deutschland waren und nie mit Deutschland was zu tun hatten, können ganz schon ordentlich sein. Ja? Wenn die Ziele klar definiert sind, dann funktioniert das auch ganz. Guck mal, wir haben den Leuten gesagt, pass mal auf, du hast einen Termin reserviert. Den 25. August. Du kannst nicht am 25. August anrufen und sagen, wisst ihr was, ich kann nicht hin. Ja, das geht nicht. Ja, wer soll denn hingehen? Also, du übernimmst für diesen Tag die Verantwortung. Ja. Und wenn du nicht kannst, dann musst du einen Freund schicken. Ja. Wir sind gut organisiert, wir schicken dir eine Erinnerungs-SMS, aber dann ist Schluss. Ja? Dann den Rest musst du selber machen. Natürlich gibt es immer noch, also bei jeder Saison gibt es so 3, 4, 5 Fälle, die lassen sich gar nicht blicken. Die gehen gar nicht hin. Ja. Und wenn du sie anrufst, sagen, oh, weißt du, mein Auto war kaputt und meine Großmutter ist gestorben und das Übliche. Ja? Aber das findet man überall auf der Welt. Und das ist eigentlich verhältnismäßig richtig wenig. Ja, das ist sehr wenig. Ja, das ist sehr wenig. Ich würde sagen, das ist noch nicht mal 1-2%. Genau. Ja. Erzähl mal, was noch alles, also vielleicht nicht so ausführlich, aber einfach, dass wir eine Idee haben, was jetzt bei Otoposmu im Moment aktiv ist, also für Projekte. Dass man ein bisschen so der Übersicht hat und der Umfang vor allem von diesem Projekt. Also im Jahr, wie gesagt, im Jahr 2008, im Sommer, haben wir uns getrennt. Das war eine sehr, sehr sentimentale und auch sehr schöne Abschlussveranstaltung. Wir wurden richtig sentimental, weil wir wirklich was geschafft haben. Ja. Und dann kamen die ersten Ideen. Es gibt eine Peripheriestraße, bei uns ein Ring um die Stadt herum. Ja. Da ist kein einziger Baum an dieser Straße. Okay. Kein einziger Baum. Ja. Und jemand hat die Idee gehabt, diesen Ring zu bepflanzen. Okay. Dann sind wir zur Stadt gegangen und haben gesagt, ja, pass mal auf, wir sind 200 Familien und wir wollen aktiv werden. Gebt uns die Bäume und wir werden versuchen, ja, mit eurer Hilfe bzw. mit unseren Mitteln diese Straße zu bepflanzen. Das hat nicht funktioniert. Es hat einen riesen Ärger gegeben. Weil ich übertreibe jetzt nicht, 32 Mal bei der Kommune gewesen und habe einen Antrag gestellt. Ich habe versucht, mich mit jemandem zu verabreden. Ich habe Versprechungen bekommen und irgendwann mal dachte ich mir, nee, das hat keinen Sinn. Sie wollen nicht. Ja.
Ich habe das alles dokumentiert. Jedes Mal, wenn ich hingegangen bin, habe ich das aufgeschrieben. Und dann haben wir das alleine gemacht. Wir haben uns einen Platz ausgesucht, Ja. eine Platier, einen Ort und haben den bepflanzt. Aber warum war das so wichtig, diese Bäume zu pflanzen? Ja, wir wollten aktiv werden. Aber das hat in einem Land, wo gerade Krise ist, die sind vielleicht wichtiger. Nein, damals war keine Krise. Ach, das wollte ich da dir sagen. viel davor. Das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig zu betonen, Ihr wart schon organisiert bevor der Krise. Ja, zu diesem Zeitpunkt hat Griechenland in der Euphorie der Olympischen Spiele noch gelebt, Ja. der Europameisterschaft, Ja. der Eurovision Ja. und. Ja? Damals bist du an der Bank vorbeigelaufen und die Bankleute sind dir hinterhergerannt, um dir einen Kredit zu geben. Ja? So sah das damals aus. Aber trotzdem habe ich gespürt gehabt, dass manche Menschen mit diesem Zustand nicht klarkommen. Ja. Ja, also in dieser Euphorie hat man alles vom Staat erwartet. Alles sollte der Staat machen. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt 2008 oder 2009 war. Es hat sehr stark geschneit. Die ganze Stadt war gelähmt. Ja. Ja? Überall lagen 40 Zentimeter Schnee. Ja. Kaum Bürger hat es in dieser Kommune gegeben, die einfach vor die Straße gegangen sind, um den Schnee wegzukehren. Die haben im Gegenteil, die haben geschimpft. Bemuttert würden. Die haben geschimpft, dass die Stadt nicht gekommen ist, um deren Bürgersteig sauber zu machen. Ja. Das ist nur ein Beispiel. Das ist ganz interessant, ja. Das ist nur ein Beispiel, um zu betonen, wie früher die Menschen gedacht haben. Ja. Das ist der Staat, das ist Aufgabe des Staates. Das geht mich nichts an. Ja. Waldbrand. Sollen die Feuerwehr klären. Der Staat soll den Brand verhindern. Ja. Der Staat soll den Wald beschützen. Nein. Obwohl, wenn eine Organisation ist, dann sind sie doch dabei. Also, das ist auch ein kleines Paradox. Einerseits soll die Stadt machen, aber wenn ein Verein oder ein Projekt sagt, komm, lass uns das machen, dann sind die Leute doch da. Nein, das würde ich nicht sagen. Die waren aber da für den Brand. Das war nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Okay. Das sind nur 200 Familien, aber in dieser Stadt leben 80.000 Einwohner. Okay. Ja? Aber trotzdem, die Zahl der beteiligten Bürger an dieser Aktion war enorm groß, enorm hoch. Okay. Ja? So fing das an mit diesem Streit mit der Stadt und dann kamen so andere Aktionen, wie zum Beispiel die Aktion mit der Mautgebühr. Ja. Wir haben enorm hohe Mautgebühren in Griechenland. Ja. Du musst dir vorstellen, ein Österreicher bezahlt 75 € im Jahr für das komplette Autobahnnetz des Landes. Ja. Ja? Ja. Mein Bruder für die Strecke Katerini, Thessaloniki, jeden Tag hin und zurück, zahlt 1400 €. Pro Jahr. Ja. Wenn er nicht die verbilligte Karte kauft, das ist keine Karte, das ist ein Apparat, du zahlst für diese Strecke 700 € im Voraus und du darfst dann durchfahren und nicht anhalten, wenn du an dieser Mautstelle vorbeigehst. Ja. Also nehmen wir an, 700 €. Ja. Das ist das Das ist Zehnfache. verdammt viel, ja. Das ist viel. Ja. Für jemanden, der 450 € im Monat verdient, das sind das fast 2 Gehälter. Ja. Ja? Ja. Ja. Woher soll dieses Geld kommen? Ja. Also wir haben dagegen protestiert und wir haben damals bei dieser Aktion, die dann in ganz Griechenland stattgefunden hat, waren wir sehr aktiv und sind wir immer noch sehr aktiv.
Wir haben also jedes Jahr, ich würde sagen, jeden Monat was Neues angefangen. Das waren neue Aktionen, wie zum Beispiel, da kam jemand und sagte, unser Friedhof, Ja. da sind auch keine Bäume. Lass uns mal. Ja, lass uns am Sonntag hingehen und einfach ein paar Bäume. Übrigens, die Westseite vom Friedhof, Ja. die ist total grün. Ja? Geworden. Die kommt von uns. Ja. Das haben wir gemacht. Und irgendwann mal kam die Krise. Genau. 2009, 2010, die ersten Selbstmorde in der Stadt, die ersten Familien, die beklagt haben, dass sie kein Essen für ihre Kinder haben, die ersten Lehrer, die von ihren Schulen berichtet haben, wie die Kinder ohne Frühstück in die Schule gekommen sind. Und so haben wir im Jahr 2010 mit den ersten Gedanken begonnen, den sozialen Supermarkt einzurichten. Ja. Der soziale Supermarkt, das ist eigentlich ein falscher Begriff. Wir verkaufen gar nichts. Okay. Ja? Leute kommen zu uns und sagen, hier, ich habe 5 Kilo Lebensmittel. Wir versuchen, arbeitslose Familien, unversicherte Familien, versuchen wir mit Lebensmitteln zu versorgen. Das heißt, Leute kommen und bekommen Lebensmittel von euch? Ja. Mittlerweile haben wir etwa 150 Familien fest, Ja. die von uns monatlich zwischen 30 und 35 Kilo Lebensmittel bekommen. Pro Monat? Pro Monat, ja. Müssen Sie da was vorweisen, dass Sie Bedarf haben? Oder reicht es, wenn Sie sagen, ja, wir haben nichts? Oder wie macht ihr das? Nein, also Sie müssen nachweisen, wir haben soziale Arbeiter, die mit Ihnen Interviews führen, Gespräche führen. Ja. Aber Sie müssen schon beweisen können, dass Sie arbeitslos sind. Ja. Und mit dieser Arbeitslosenkarte sind Sie erstmal, können Sie erstmal von uns aufgenommen werden. Sind auch Flüchtlinge dabei oder das ist mehr Leute von Katharini? Nein, wir haben keine Flüchtlinge. Okay, das sind also Also Katharini. in der Region haben wir Ja. keine Flüchtlinge. Okay, alles die klar. Flüchtlinge, jetzt wechseln wir das Thema, aber kommen auf die Inseln, Ja. von den Inseln an die Grenze und von dort aus wollen sie nach Europa. Okay. Niemand will hier bleiben. Das ist klar, okay. Ja. Obwohl, Katharina ist ganz schön. Katharini ist sehr nett, aber man kann nicht von der Sonne leben. Ja. Man braucht ein bisschen was essen, man braucht Medikamente, wenn man Ja. krank ist, man braucht Schulsachen Ja. für die Kinder und so weiter und so weiter. Also in den Supermarkt, wenn man also bedürftig ist und arbeitslos ist, kann man kommen, man kriegt also Essen von monatlich ein Paket Essen von der Gruppe. Lass uns noch mal zurückgehen. Ja. Also wie gesagt, wir haben den sozialen Supermarkt eingerichtet. Wir sind einfach auf die Straße gegangen, haben Tische auf der Fußgängerstraße hingestellt und haben die Leute gebeten per E-Mail, dass sie was spendieren sollen. Und tatsächlich war das so, bei jeder Aktion kamen so zwischen 500 und 1000 Kilo zusammen. Und wir haben die dann in einen Raum untergebracht, der uns auch zur Verfügung gestellt worden ist. Und dann kamen die bedürftigen Familien und haben halt ihre Lebensmittel bekommen. Okay. Je nachdem, wie viele Mitglieder jede Familie hat. Aber ganz schnell haben wir festgestellt, dass der Raum nicht mehr ausreicht. Das war ein ganz kleiner Raum in der Innenstadt. Mehr als 2 Tonnen Lebensmittel konnten wir dort nicht unterbringen. Ja. Aber auch Klamotten, auch Medikamente haben die Leute spendiert. Ja. Zum Beispiel teure Spritzen. Dafür brauchten wir einen Kühlschrank. Also wir brauchten dringend einen Raum. Ich habe das Glück oder das Pech, direkt gegenüber von einem staatlichen Gebäude zu wohnen. Ich bin dort aufgewachsen. Das ist eine alte Tabakfabrik, Ja. ein Forschungszentrum, was seit 15 Jahren nicht mehr funktioniert. Geschlossen, seit 15 Jahren geschlossen ist. Also ich habe mir überlegt, wir versuchen bei der Stadt Dieses Gebäude zu erfahren, bekommen. ja,
wem das gehört, Ja. um einen Antrag zu stellen, Ja. dass sie uns dort Lagerräume zur Verfügung stellen. Weil Ja. ich wusste, dass dort Lagerräume existieren. Ja. Weil ich auf dieser Plantage, also auf diesem Zentrum bin ich groß geworden. Ja. Und ich habe festgestellt, niemand wusste, Wer das gehört. wem dieses Gebäude gehört. Es wurde uns sogar versprochen. Ja? Dass ihr das bekommt. Ja, dass wir es bekommen. Und als ich gesagt habe, ja, okay, jetzt müssen wir einen Vertrag haben oder wir müssen den Schlüssel haben, um reinzukommen, haben sie festgestellt, das gehört gar nicht ihnen. Das heißt, wir haben noch keinen Schlüssel. Ja, also, es hört sich wieder komisch an, aber es ist so, was blieb uns übrig? Einbrechen. Ja, also nein, wir sind hingegangen, wir haben alle Journalisten der Stadt eingeladen und vor ihnen haben wir das Schloss geknackt, ein neues Schloss angebracht Ja. und haben den Journalisten gesagt, bitte teilt uns mit, wer der Besitzer ist. Hier ist der Schlüssel. Okay. Ja, den können Sie haben. Also Das der war, Schluss. ja, das war vormittags. Nachmittags stand schon die Polizei vor unserer Haustür. Okay. Der Besitzer hat sich gemeldet. Nach der Pressemeldung hat sich der Besitzer gemeldet. Das ist das Agrarministerium aus Athen gewesen. Ja. Und wir sollten ganz schnell den Raum verlassen. Okay. Das haben wir uns nicht gefallen lassen, weil ich kann dir Bilder geben. Direkt nebenan ist eine Schule. Ja. Aus diesem Gebäude, aus diesem Hof kamen Schlangen raus. Und das war richtig gefährlich, in der Innenstadt ein solches Gebäude zu haben, was seit 15 Jahren leer steht. Ja? Das heißt, Schlangen waren da, Nester von Schlangen Ja, in dem... ja. Ratten und Schlangen und alles Mögliche. Wir haben angefangen, erstmal aufzuräumen. Aber doch geblieben. Wir sind geblieben. Ja. Wir sind geblieben, aber unsere Aufgabe war nicht, irgendwelche Glasscheiben kaputt zu schlagen oder mit Sprays auf die Wand zu malen. Ja. Wir brauchten Räume, um einen Kühlschrank reinzustellen, Ja. um Medikamente reinzustellen, Ja. um die Lebensmittel reinzustellen und so weiter. Ja, also es gab monatelang ein Hin und Her mit dem Ministerium. Wir haben ihnen Fotos geschickt, wir haben ihnen mitgeteilt mit Pressemeldungen, was wir alles gemacht haben. Ich mache es kurz. Irgendwann mal haben wir die Zustimmung bekommen. Ja. Es gab dann juristische Schwierigkeiten. Wir sind eine Bürgerinitiative. Wir sind kein Verein, wir haben keine Satzung. Ja. Wir haben keine juristische Form Ja. und wollen auch keine annehmen. Hätten wir einen Verein gegründet, wäre es ganz einfach, den Raum zu bekommen. Ich bin Mitglied der Ärzte der Welt. Ja. Ich habe mich mit dem Vorstand in Verbindung gesetzt und habe sie gebeten, für uns den Antrag zu stellen. Ja. Weil mit ihrer Hilfe haben wir auch den sozialen Supermarkt eingerichtet. Ja. Die soziale Apotheke, die soziale Arztpraxis. Und das war die Lösung. Das Ministerium hat den Antrag akzeptiert. Ja. Die Ärzte der Welt wissen, wer wir sind. Wir arbeiten, wir kooperieren mit ihnen sehr eng. Und sie sagen, passt mal auf, ihr seid für uns, in unseren Augen, seid ihr eine selbstständige Gruppe und ihr macht das ganz toll. Ja. Prima. Bitte missbraucht nicht unsere Unterschrift. Genau. Ja? Genau. Und das läuft Super. seitdem einwandfrei. Wir haben den Raum bekommen und wir sind seitdem nur noch am Arbeiten. Wir renovieren einen Raum nach dem anderen. Mit eurer Hilfe sind wir gerade dabei, auch die Dächer zu renovieren. Ja. Wir sind ganz glücklich, dass dort ein Schulungsraum eingerichtet werden wird. In wenigen Tagen wird der Schulungsraum fertig sein. Ja. Und ja, genauso wie diese Räume momentan aussehen, genauso haben auch die Räume in der sozialen Arztpraxis, des Supermarkts und der Apotheke ausgesehen. Und dort, wie ihr sehen konntet, ist was zustande gekommen. Lass uns mal zurück zu diesem Supermarkt gehen. Ja. Also,
wenn ich kein Geld habe, dann gehe ich zu diesem Supermarkt. Leute haben gespendet, das sind auch Leute aus Katerini, die gespendet haben. Und dann bekomme ich 35 Kilo Lebensmittel für meinen Monat. Ja. Was muss ich dafür tun? Es ist richtig, dass du das ansprichst. Wir wollen nicht die Kirche ersetzen. Ich habe nichts gegen die Kirche, ja. Aber wir sind keine Kirche. Genau. Wir sind kein Wohlfahrtsverein. Wir versuchen, die Menschen wach zu rütteln. Verantwortlich zu machen. Ja. Ja. Wir sind da, wir haben die Voraussetzungen, wir haben den Rahmen organisiert, damit dieses Gebäude einigermaßen vernünftig funktionieren kann. Also diese Gruppe, damit sie einigermaßen vernünftig funktionieren kann, müssen sich die Leute daran beteiligen. Weil Solidarität heißt nicht, ist keine Einbahnstraße. Ja. Geht nicht nur in eine Richtung. Ja. Ja? Du musst was geben, du musst was nehmen, aber du solltest auch was geben. Genau. Weil jeder Mensch kann was geben. Ja. Und was Ja. muss ich also konkret machen? Ja. Jeder Mensch, der nicht krank ist und auf den Beinen stehen kann, ist auch in der Lage, mit einem Besen zu kehren, oder? Okay. Ja, einen Kühlschrank sauber zu machen, Ja. Toiletten sauber zu machen, Ja. einen Rasen mähen, Ja. Medikamente kontrollieren, Ja. Lebensmittel verpacken. Es gibt Menschen, die kommen und bauen, Ja. Maurer. Es gibt Leute, kommen und pflegen unsere Möbel. Die Leute, die gerade das Dach aufbauen, sind Nein, das ist eine Firma. Okay. Das ist eine Ja, Firma. Das sind okay. Fachleute. Das sind Fachleute. Du Ja. kannst nicht solche Leute aufs Dach steigen lassen. Die haben keine Ahnung. Ja, weil nein, es kann auch ein Unfall passieren Ja, und dann. okay. Also die können machen, was die wollen. Sie suchen sich, also jeden Tag gibt es eine Liste von Arbeiten. Sie kommen hin und sie sind verpflichtet, Ja. in Anführungsstrichen, 8 Stunden im Monat Ja. pro Familie Ja. dort zu arbeiten. Also ist ganz wenig. Das ist ganz wenig. Ja. Ja. Also es gibt so Listen und die können sagen, aha, ich könnte da 2-3 Stunden machen und meine Frau macht gerade 3 Stunden und so weiter und so funktioniert. Hast du Leute, die sagen, ich möchte eigentlich mehr machen? Natürlich, Ja. die gibt es auch. Ja, Kommt selten vor, aber die gibt es auch. okay. Also Ja. Leute, die sagen, nee, das will ich gar nicht machen. Es gibt Leute, die denken sich, wir sind der Staat von früher. Also es ist selbstverständlich, dass man Ja, geholfen ja, es wird ist selbstverständlich. Pass mal auf, mir geht's schlecht, du musst mir jetzt helfen. und keine Nein. Dankbarkeit, nichts. Nein, Ja. nein. Es gibt Leute, wir haben Fälle gehabt, da hat jemand seine Lebensmittel bekommen und an der Mülltonne hat er 5 Kilo Reis in die Mülltonne geworfen. Warum? Ja, wir haben gesagt, hör mal, was machst du denn da? Er Ja. sagte, ja, wir essen keinen Reis. Dann weitergeben an den Ja, Nächsten. also, Kommt nicht auf die Idee, oder nein, wie? der ist, ich habe ihm die Lebensmittel, auch die restlichen Lebensmittel weggenommen Ja. und habe ihm gesagt, geh, Ja. Ja. geh, du ja. hast hier nichts zu suchen. Ja. Du hast nicht kapiert, wo du bist. Ja. Ja? Solche Leute gibt es auch. Aber lass uns nicht über die schwarze Fliege, Ja, die im Milcheimer schwimmt, ja? genau. Die ist schwarz, ja? Und die fällt sofort auf. Ja. Aber wir reden über den Eimer und der Ja. ist voll mit wertvoller Milch. Genau. Und diese Milch wird von diesen Menschen dort produziert. Lass uns die Fliege rausschmeißen. Okay, bevor man die rausschmeißt, möchte ich trotzdem gern mal gucken, was ist mit dieser Okay, Fliege, weil ich bitte. das ganz interessant finde. Weil wie du weißt, meine Anliegen hier ist auch zu sprechen über eine andere Gesellschaftsform und vielleicht sogar mit einer Gesellschaft, wo man gar kein Geld mehr hat. Und ein von den Problemen, das die Menschen oft haben, sind nämlich diese schwarzen Fliegen. Die sagen sich ja, was machen sie mit den schwarzen Fliegen? Okay? Und man kann die natürlich nicht verbannen, sagen ja, irgendwo müssen sie hin. Also hast du versucht, mit einem von diesen schwarzen Fliegern eine zu packen und mit dieser schwarzen Flieger richtig zu reden und sagen, warum ist es so für dich, was läuft schief bei dir, dass du das nicht verstehst? Oder hast du dann gedacht, nee, der macht da was Falsches, soll einfach weg, ich will mich nicht drum kümmern? Oder hast du versucht herauszufinden,
was ist das Problem genau? Warum sind solche Menschen Ja, da? es gibt Beispiele, wie das mit dem Reis. Es gibt noch ein Beispiel. Also mir ist das zweimal passiert, Ja. dass ich jemanden rausgeschmissen habe. Ja, Ja? An diesen zwei Fällen, ich würde keinesfalls Zeit verschwenden. Das hat keinen Sinn. Ja? Du kannst mit diesen Menschen nichts anfangen. Aber es gibt Menschen, ich bin kein Sozialarbeiter. Ja? Und ich habe auch die Zeit nicht. ja, verstehe. Weißt du, wenn 25 Menschen an der Schlange stehen und Medikamente für ihre kranken Menschen haben wollen, Ja. ja, du kannst nicht mit dem diskutieren. Du hast nicht die Zeit. Genau. Du musst die anderen bedienen. Ja. Ja? Aber natürlich versuchen wir mit all diesen Menschen zu sprechen. Ja, Wir versuchen, sie zu überzeugen, aktiv zu werden. Und das zu verstehen, was ich vorhin gesagt habe, dass Solidarität heißt geben, nehmen und Ja. geben. ja, Und jeder Mensch kann etwas geben. ja. Weißt du, ich kann keine schwere Kiste tragen, aber ich kann vielleicht gut schreiben. Ich kann einen Artikel schreiben. Ja? Irgendwas tun kann man immer. Ich kann zum Beispiel einem kranken Menschen, einem Nachbarn, der nichts zu essen hat, Ja. ich kann mit ihm sprechen. Ich kann ihm von dem, was ich bekommen habe, auch etwas geben. Ja. Ja? Wenn man will und wenn man das verstanden hat, dann bin ich fest davon überzeugt, dass man auch in dieser schwierigen Situation etwas geben kann. Und ich muss betonen, dass diejenigen, die diesen Kern Ja. bilden Ja, auf der Plantage, ja, ja, die meisten sind arbeitslos. Die meisten haben enorme Probleme zu Hause. Sie kommen nicht über die Runden, aber die machen das. genau, das wollte ich auch mal fragen. Die Leute, die helfen, weil es gibt die Leute, die geholfen werden und die Leute, die helfen. Gibt es da ein Profil von diesen Menschen? Also hast du gesagt, na, das sind eigentlich eher die, die selber in Not sind, oder das sind Leute, die sehr gebildet sind und viel Zeit haben, weil sie, was weiß ich, geerbt haben, oder das sind junge Leute, alte Leute, Frauen, Männer. Gibt es da so ein Profil von den Leuten, die bereit sind zu helfen, ehrenamtlich? Bilbo, wie gesagt, ich bin weder Sozialwissenschaftler noch Sozialarbeiter. Aber du bist in der Praxis, das heißt, du siehst das schon, weißt oder? du, ich mag nicht, wenn man über Profile redet. Okay, Ja, ich will nicht über die Profile reden. Ich werde über die Kreise reden. okay. Ja? Ja. Es gibt mehrere Kreise. Es gibt einen Kreis, das sind 10 Leute maximal, die das Ganze leiten. Ja, Um den Kreis herum, um diesen Kern herum, gibt es einen anderen Kreis. Das sind etwa 150 bis 200 Personen. Ja. Das sind Koordinatoren. Ja. Was ist ein Koordinator? Jede Gruppe, die soziale Arztpraxis, Ja. ist ein Teil von Otoposmu, okay. von Mein Ort, von der Organisation. Sie ist selbstständig. Ja, Sie entscheidet selbst. Sie hat ihre Koordinatoren, ja? Die sind diejenigen, die über die Aktionen der Gruppe entscheiden. Soziale Arztpraxis, soziale Apotheke, Supermarkt, ohne Zwischenhändler, Schulsachen, Mautgebühren. Das sind alles Gruppen. Wir haben 23 verschiedene Gruppen. Jede Gruppe ist autonom. okay. Ja? Und alle haben ein Zuhause. Ja, Und das ist die Plantage. ja, Ja? Wir sorgen alle dafür, dass das ordentlich aussieht, dass wir dort alle gemeinsam existieren können und dass wir alle zusammen arbeiten können. Um diesen Kreis herum, der 150 Koordinatoren, kommen unsere Unterstützer. ja, Das sind etwa, ich schätze, zwischen 4.000 und 6.000 Personen, die zwischendurch mal bei uns aktiv werden. ja, Einmal im Jahr, alle 2 Jahre. ja. Aber sie sagen, hallo, ich bin's, die Gruppe finde ich gut, ich unterstütze sie, indem ich einmal im Jahr eine volle
Tüte mit Klamotten dahin bringen. Ja. Das hast du Ja. mitbekommen, Ja. wie oft Leute irgendwas vorbeikommen, die ich Heute nicht kenne. wieder. Ich weiß nicht, ob sie wirklich Mitglieder sind oder nicht. Also aus dem Newsletter-Kreis, den wir haben, die Leute melden sich und sagen, ich möchte einen Newsletter bekommen. Also griechenlandweit haben wir etwa 34.000 Empfänger. Ja. Aber die aus Katerini Ja. sind etwa zwischen 6.000 und 7.000. Ja. Diejenigen, die tatsächlich mal was gemacht haben, ich schätze, wie gesagt, das sind zwischen 4.000 und 6.000. Und dann gibt es auch einen anderen Kreis von Menschen, von Bürgern, die uns unterstützen. Und zwar, das sind die aus dem Ausland. Genau, ja. Und ich bin sehr stolz darauf, dass über 500 Familien aus Deutschland uns in den letzten 18 Monaten Medikamente geschickt haben. Große Kartons, medizinisches Material. Wir versorgen mittlerweile das staatliche Krankenhaus mit Medikamenten und mit medizinischem Material. Du hast das mitbekommen, Ja, ja, ja. heute Mittag sind 3 Leute, Ja. 3 Ärzte vom Krankenhaus zu uns gekommen, um Medikamente abzuholen. Die Polizei schickt den Streifenwagen zu uns, um Medikamente abzuholen für die Gefangenen, Ja. weil das Krankenhaus die nicht versorgen kann. Es ist eine tolle Gemeinschaft. Wir haben enorme Probleme, weil die Gesellschaft nicht reif genug ist, um das zu akzeptieren. Aber es wächst. Ja. Und für mich persönlich, ich spreche jetzt von mir, für mich ist das nicht wichtig, wie groß die Gruppe ist. Für mich ist wichtig, dass die Gruppe existiert. Überhaupt, ja. Ja. Du hast aber trotzdem gar nicht meine Frage beantwortet. Also ich Bitte, weiß, dass dann du musst das, du sie noch mal ich stellen. wollte wissen, weil die Leute, die helfen, wenn die selber arbeitslos sind, wenn die selber kein Geld haben, wenn die selber in der Krise stecken, was bewegt sie dazu, noch mehr Zeit zu investieren für die anderen, anstatt vielleicht für ihre kleine Familie irgendwie Geld aufzutreiben? Kann mir jemand bitte dieses Holz geben? Jo. Nein, das eine. Das große. Ja, das lange da. Okay. Kannst du das sehen? Ja, Okay? ja, Das ging einfach. ja. Es geht einfach. Ja? Es wird schwieriger. Und das geht gar nicht. Ja, das geht nicht mehr. Ja? Nee. Wenn du alleine bist, es kann sein, dass sie dich rumkriegen. Ja. Wenn wir aber Ganz viele sind. wenn wir ganz viele sind, Ja. dann kommen wir durch. Okay, also es ist schon dieses Gefühl, Familie suchen, Unterstützung suchen, in Was einer hast, du Gemeinschaft davon, sein. was hast du davon, wenn du zu Hause alleine hockst? Ja. Und du hast nichts Ja, und bist vor, alleine. vor dem Fernseher Ja. und das bringt gar nichts. Ja. Du musst raus. Ja. Ja? Und zwar, mittlerweile ist das System so stark geworden, das Fernsehen, also Fernsehen in Griechenland ist das Allerschlimmste. Ja? Ist Das überall ist so. eine faschistische Propaganda, Bei uns auch. eine Angstmacherei, ja? So dass die Leute zu Hause bleiben und sich bloß nicht bewegen. Allerdings, vorhin hast du gesprochen von der Fliege in der Milch. Und das finde ich bei den Medien so extrem. Man spricht immer nur von, was schief läuft. Man erzählt nicht, was gut ist in der Welt. Man erzählt immer, was schief läuft. Damit, man schürt die Angst regelrecht, damit die Leute nichts machen. Ja, ja. Guck mal, wenn der Hund den Schwanz zwischen den Beinen hat, Ja. der ist gehorsam. Ja, der tut nichts. Ja, Der wird es nicht probieren. Genau. Ja, ja. Ja. Und deswegen, wenn die Leute so, dann in eine so Gruppe kommen... müssen wir rumlaufen. Ja, genau. Ja, so müssen wir rumlaufen. Und das Ja. ist deren Ziel. Und bei dir ist es Fernseher abschalten, also Schwanz raus und dann zusammentun Ja, und dann wieder ja. in der Gruppe was Diskutieren, probieren. zusammen was machen. Ja? Sachen, also in meinen Augen die allerschönste und die allerwichtigste Aktion dieser Gruppe ist die Aktion ohne Zwischenhändler. Ja. Ja. Ja? Erzähl das mal kurz für den Zuschauer. Also ohne Zwischenhändler, also wir haben ihm vor 2012
Dezember 2012 gingen alle Kartoffelproduzenten auf die Straßen und haben demonstriert, weil die Produktionskosten ihrer Kartoffeln kosten 20 Cent und ihnen wurden 9 Cent angeboten, weil der Staat Importe aus dem Ausland zugelassen hat, billige Importe aus Ägypten. Und die Zwischenhändler haben unsere Leute, unsere Produzenten richtig unter Druck gesetzt und haben gesagt, 7 Cent, willst du? Ja, wenn nicht, dann importiere ich sie aus dem Ausland. Aber die Kartoffeln haben im Supermarkt 1 Euro gekostet. Wow, das ist ja eine enorme Profitmarge. Echt enorm. Was haben die Bauern gemacht? Die sind auf die Straße gegangen und haben vor dem Weißen Turm in Thessaloniki haben sie Kartoffeln verteilt. Das war eine Art Demonstration. Und ich habe das gesehen und ich saß mit Georg im Auto und diese Zeitung lag auf dem Boden. Wir fuhren mit dem Auto und habe so den Artikel gelesen und habe Georg gesagt, Georg, warum sollen wir nicht direkt von Ihnen Kartoffeln bestellen? Ich rufe morgen an. Ich habe am nächsten Tag in Nevrokopi, Nevrokopi ist eine richtige Kartoffelregion, die produzieren fast ausschließlich nur Kartoffeln. Und ich habe dort angerufen bei einer Genossenschaft und habe die Telefonnummer von einem kleinen Produzenten gefragt. Und die haben mir wirklich eine Telefonnummer gegeben. Ich habe ihn angerufen, Lefteris hieß er. Und ich habe gefragt, was er für 25 Tonnen, wie viel pro Kilo haben wollte. Und er meinte, ja, du, verarschst du mich jetzt oder wie soll ich 25 Tonnen nach Katerini bringen? Er hat gesagt, pass mal auf, ich gebe dir einen Tag Zeit. Überleg dir den Preis, wir schauen mal. Überleg dir den Preis, alle Kosten, Aufrechnung, und wir werden dir 25 Tonnen abkaufen. Ist das in Ordnung? Du wirst alleine nach Katerini kommen. Wir werden alle dabei helfen, das abzuladen, für den Verkauf sorgen. Das heißt, er kümmert sich schon um den Transport? Und nur um den Transport, aber er wird nur kassieren. Rechnungen ausstellen und kassieren. Am nächsten Tag hat er mir gesagt, 23 Cent pro Kilo. Ich habe ihm gesagt, du bekommst 25. Ab morgen fangen wir an, Bestellungen aufzunehmen. Ich habe eine Internetseite eingerichtet, ein Online-Formular. Extrem effizient und organisiert. Ja, okay, das sagst du. Super ausgeklügte Zettelsystem. Also auf jeden Fall, innerhalb von 8 Stunden waren wir schon bei 20 Tonnen. Ich habe ganz schnell die 25 Tonnen zusammenbekommen, die Bestellung aufgegeben, den Raum gemietet, also eine Erlaubnis von der Stadt bekommen und an dem Samstag kam er nach Katerini. Alle Leute haben eine SMS bekommen, wann sie ihre Kartoffeln abholen sollten. Nicht alle zusammen, sondern jede Viertelstunde 30, 40 Leute. Und es hat wirklich einwandfrei funktioniert. So hat die Kartoffelbewegung in Katerini angefangen. Seitdem, wir werden jetzt am nächsten Samstag die 59. Aktion organisieren. Also Marktaktion. Ja, Marktaktion. Wir haben mittlerweile an einem Samstag an 2540 Familien 125 Tonnen Olivenöl zur Verfügung gestellt. Das ist die größte Olivenölmenge, die im Einzelhandel in Griechenland verkauft worden ist. Problemlos. Und zwar, die Lebensmittel, die die Konsumenten dort kaufen, sind mindestens um 50% billiger. Der Produzent bekommt mindestens 30% mehr Cash auf die Hand. Und die Qualität ist deutlich besser als die des Supermarkts. Also, Wir stärken die lokale Wirtschaft, wir verstärken die lokale Wirtschaft, wir unterstützen die Produzenten, um nächstes Jahr noch mehr
die Leute in der Krise und sind auch noch umwelttechnisch für die Planet sehr gut, weil Ja, man keine die Transportwege, Transport hat. die verkürzen sich. Ja. Und mittlerweile haben wir 5 Produzenten hier in der Nähe, in der Region. Sie produzieren ausschließlich für uns. Ja. Das heißt, sie produzieren, bringen die Ware zu uns und wir versichern ihnen, dass die abgenommen wird, Genau. dass sie verkauft wird. Okay, lass uns mal ein bisschen das Thema kurz wechseln, aber schon mit diesem Markt. Auf dem Markt, da war ich ja selber und ich habe gesehen, das ist ein ziemlich großer Spagat gerade, weil du vorhin gesprochen hast von Kreisen und der Kernkreise meinte, so, es sind so 10 Leute, also die wirklich die Leute, die Zünder sind und da gehörst du dazu und ich habe festgestellt, dass eigentlich ohne dich läuft es nicht so wirklich gut. Du musst immer in allen Kleinigkeiten dabei sein. Du hast das Programm gemacht für die Apotheke, du hast das System gemacht für die Zettel in den Markt und ich sehe dich die ganze Zeit. Du musst immer da und dort sein. Du bist ziemlich überfordert. Die ganze Zeit musst du da telefonieren, das organisieren. Das heißt, du bist eigentlich fast unentbehrlich. Ist es nicht eine riesige Belastung und hast du dich das so von Anfang an gedacht, dass es so viel wird? Also es ist dir total über den Kopf gewachsen. Das ist viel. Ja. Das ist viel und das muss sich ändern. Ja, weil, das tut auch der Gruppe nicht gut. weil du hast auch noch eine Arbeit in Deutschland, weil du bist ja auch ehrenamtlich hier. Das heißt, du musst ja auch noch deine Arbeit nach Deutschland machen und du hast auch noch eine Familie. Eben. Ich habe Kinder, ich habe eine Frau, die Gott sei Dank das Ganze unterstützt. Ohne die Hilfe meiner Frau würde ich das nicht schaffen. Ja. Also im Moment, jetzt, während wir sprechen, ist jemand zu Hause und sorgt, dass die Kinder zum Unterricht kommen, dass sie zum Sport kommen, dass sie rechtzeitig abgeholt werden und so weiter. Wo sind die anderen 9 von dieser 10er-Gruppe? Guck mal, ich kann nicht von jedem verlangen, dass er die Online-Formulare programmiert. Ja, Ich kann nicht von jedem verlangen, dass er ein solches Interview auf Deutsch gibt. ja, Ja? Auch das, was wir gerade machen, das ist zeitraubend. ja, Ja? ja, Ich muss das ändern. ja. Es tut der Gruppe nicht gut, dass so viel an einer Person Genau, hängt. Ja. gesammelt ist. Ich Ja? möchte gerne mal da was dazu sagen. Ich möchte dich nicht zu nahe treten, aber ich erzähle dir das trotzdem. Na, das kannst was du ruhig darüber. machen. Ich probieren es. Wir sind ja auf Du. Also, stell mal vor, wenn eine Mutter, frisch gebackene Mutter, die hat einen Säugling und der Vater ist auch da. Und wenn der Vater das Säugling nimmt und das Säugling schreit, dann nimmt die Mutter ab von dem Vater und tröstet ihn. Und irgendwann sagt sie, ja, der tut nichts mit dem Säugling, der ist unqualifiziert und ich muss die ganze Zeit mich um dieses Baby kümmern, er tut nichts. Aber Fakt ist, dass wenn er probiert hat, diese Säugling an sich zu nehmen und es hat geschreit, dann hat die Mutter das nicht zugelassen, dass er das lernt, sondern hat das Baby weggenommen. Und was ich beobachtet habe in den paar Tagen, wo ich war, ist, dass es ist schwierig für dich zu delegieren, weil es sind schwierige Posten, wie du sagst, mit dem Programmieren, das ist tatsächlich nicht einfach zu delegieren oder der Interview ist auch nicht einfach zu delegieren. Aber ich frage mich, ob vielleicht bei dir manchmal zu wenig Vertrauen ist, dass Leute doch eine Aufgabe übernehmen könnten. Es ist nur eine Frage, weil ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass du wirklich bei jeder Kleinigkeit dabei bist. Guck mal, zum Beispiel mit diesem Zettel von dem Markt. Wenn jemand anderer das gemacht hätte, wäre es vielleicht nicht so wahnsinnig perfekt, aber hätte es auch vielleicht auch sehr gut funktioniert. Aber nicht so wahnsinnig ausgeklügelt, wie das System da ist, aber trotzdem ein gutes System. Und ich denke mir, dass es auch Zeit gekostet hat, dieses System zu überdenken, wie mache ich das und so weiter. Ist das vielleicht bei dir so schwierig, dass du entweder denkst, die Leute sind nicht qualifiziert genug oder vielleicht nicht clever genug, das Deichseln, oder dass du... Wie kommt das, dass es so schwierig mit dem Delegieren ist? Das Gefühl habe ich schon sehr stark bei dir. Das kann ich dir sagen. Diese Gruppe war mal ein kleines Kind, Ja, ein Säugling. deine Säugling. Ja, Dieses Kind habe ich auf die Welt gebracht. ja, Mittlerweile ist es eine erwachsene, schöne Frau geworden, die ihre Liebhaber hat, ja, die ihre Liebhaber vielleicht haben wird. Sie gründet eines Tages auch eine Familie.
Und ich muss mich damit abfinden, dass dieses Kind mal eines Tages seinen eigenen Weg gehen muss. Und das findet er noch ein bisschen schwer. Oder wie? Das werde ich dir gleich erklären. Das muss ich machen. Es gibt keinen anderen Ja, weil Weg. du machst einen Burnout. Ja. Irgendwann mal platze ich. Ja. Und außerdem- breche ich zusammen. Außerdem Leute, die Ideen haben wie du und Sünder der Ideen, muss man Ich natürlich muss anders, entlasten, damit du andere ich Ideen muss hast. dieses Kind anders unterstützen. Ja. Ja? Von den 23 Untergruppen, 21 wurden von mir vorgeschlagen und von mir initiiert. Das darf nicht in der Zukunft sein. Naja, nicht unbedingt. Vielleicht du kannst dich schon Sünder kreieren, aber dann sofort loslassen. Natürlich. Schub. Ja, das werde ich machen. Ja. Das muss ich machen. Ja. Ich muss versuchen, das Steuer Ja. auch anderen Menschen zu geben. Und so, aus diesem Grund, ist auch diese Gruppe so konzipiert worden. Ja. Das heißt, es sind 23 Untergruppen. Wenn eine Untergruppe Mist baut oder ihre Ziele nicht erreicht, die 22 können weiter ihren Weg gehen. Das heißt, die Dachorganisation in Anführungsstrichen darf ihre Ziele nicht verlieren. Und da muss ich aktiv werden. Wie das Tagesgeschäft abläuft, Ja. das ist eine andere Sache. Ja. Und das muss ich komplett abgeben. Ja. Da gebe ich dir recht. Aber ich kann dir sagen, Ja. ich kann dich auch fragen, Ja. was hättest du heute Morgen an meiner Stelle gemacht? Ich bin um 8 Uhr auf die Plantage gegangen, Ja. auf den Hof gegangen. Ihr seid später um 9 gekommen. Ja. Vor mir waren 9 Arbeiter da. Ja. Die mussten betreut werden. Ja. Material ist geliefert worden. Ja. Jemand musste ihnen Kaffee machen. Es war keiner da. Ja, wie Sollte, kommt das denn? sollte ich zu Hause bleiben? Natürlich nicht, aber wie kommt das denn? Ja, Das ist immer die Frage, wie kommt man zu dem Moment? Auch unsere Leute sind schlecht erzogen. Ja. Man muss das Ganze, weißt du, vor 5 Jahren, als diese Projekte entstanden, wir haben an diese Probleme nicht gedacht. Ja. Die sind entstanden. Das Ja. ist eine Entwicklung. Ja? Weil guck, bei der Apotheker zum Beispiel, die Frauen, die kommen um 6, die sind ja da. Natürlich. Das heißt- das ist klar definiert. Das ist klar definiert. Für die Apotheke muss Apotheker da sein. Ja. Für die Arztpraxis muss ein Arzt sein, Ja. Arzt da sein. Und für das Dach muss ein Dachdecker da sein. Genau, aber es könnte zum Beispiel jemand sein, einfach nur so als Idee, Ja. dass man sagt, okay, es müssen um 8 Uhr, also morgens, Leute da sein, wenn Aktionen sind, und das steht irgendwie in einem Forum, ich weiß nicht, wie der das klärt, dass man weiß, ja, Montag ist diese Person da von 8 bis 11 und kümmert sich um solche Aktionen wie heute, also Kaffee machen. Das musst du eigentlich nicht tun, das geht nicht. Nein, Bilbo, das geht. Aber nochmal auf dieses Familienbeispiel zurückzukommen. Ich habe den Eindruck, ich bin eine schlechte Mutter. Weil du dann zu nett warst. Weil nett. alle Kinder, Alles bekommen haben. alle Kinder, die gehen ins Bad, waschen sich und schmeißen das Handtuch auf den Boden. Dann hebst du es ja, selber auf. und ich nehme es hoch und wasche es und bügele es und lege es wieder ins Regal. Ich Und muss die haben sagen, ich mache genauso. Anstatt das Kind zu rufen und sagen, heb das Handtuch wieder hoch, mache ich das selber. Ja, mein Gott, ich habe jetzt Ja. nicht die Zeit, den Jungen abzuholen. Sagen, und das ist ein Fehler. Ja, das ist ein Fehler. Und Ja. ich bin gerade dabei, auch meine Fehler zu korrigieren. Ich bin dir sehr dankbar, dass du auf die Fehler verweist. Aber Weil ich die auch von mir erkenne. Glaub mir, das macht meine Frau schon seit Jahren. Sie sagt schon seit Jahren, Elias, mach mal weniger, du hast auch eine Familie. Und so geht's nicht. Auch meine Arbeitskollegen in Köln, Ja. die kriegen das auch mit. Ja. Dass es gibt Zeiten, ich bin gar nicht da. Ja. Im Dezember zum Beispiel, Ja. im Dezember organisieren wir den solidarischen Weihnachtsmarkt. Ja. Der Weihnachtsmarkt auf dem Hof. Du bist nicht der Weihnachtsmann, hoffe ich. Nein, ich bin nicht. Nein, ich bin nicht der Weihnachtsmann. Nein, das ist ein besonderer Weihnachtsmarkt. Ich bin sehr stolz auf dieses Projekt. Wir haben letztes Jahr 27.000 Besucher gehabt, unter ihnen 5.000 Schülerinnen und Schüler. Es gibt keinen Eintritt. Ja. Alles ist umsonst. Es gibt Kaffee, Wein,
Süßigkeiten, Apfelsaft, Orangensaft, Spiele, Bücher, Spielzeug. Es ist alles umsonst. Ja. Jeder bekommt einen Gutschein und mit diesem Gutschein können sich die Erwachsenen was holen und die Kinder auch. Ja. Das wurde von 151 Firmen aus der Region spendiert. Ja, gefördert. Aber die Leute ja. bringen statt Eintritt 2 Kilo Lebensmittel. Wir haben insgesamt 12 Tonnen Lebensmittel Ja. gesammelt. Ja. Und dieses Jahr rechnen wir mit 40.000 Besuchern. Ja. Und ich bin mir sicher, wir werden mehr als 20 Tonnen Lebensmittel sammeln. Und damit können wir ein ganzes Jahr lang unsere Familien versorgen. Ja. Sag mal, ich weiß, wir müssen mit der Zeit aufpassen, weil deine Zeit ist richtig köstlich. Aber ich habe noch 2 Fragen. Einer ist, wie hat sich deine, weil du bist jetzt ja in der Praxis, ich bin ja Idealist und träume in Sachen, aber ich bin nicht so direkt in der Praxis. Wie hat diese Arbeit dein Bild über die Menschen beeinflusst und verändert? Eher im Positiven? Bist du angenehm überrascht von den Erfahrungen mit den Menschen, die da schon wirklich sehr extrem sind? Oder bist du eher enttäuscht? Wie hat sich das verändert? Nein, von Enttäuschung kann nicht die Rede sein. Wenn ich enttäuscht wäre, wäre ich zu Hause. Okay. Ich bin nicht enttäuscht. Mein Magen verträgt mehr. Ja, man muss wirklich sich anstrengen, Ja. viele Sachen zu verstehen. Also manche Sachen verstehe ich nicht. Ja. Durch diese Aktivitäten, durch dieses Engagement hier, habe ich einen Teil der griechischen Mentalität neu kennenlernen müssen. Es ist nicht immer einfach. In einem Verein gibt es einen Vorstand. Der Vorsitzende hat bestimmte Rechte. Der Vorstand hat bestimmte Rechte. Hier gibt es keinen Vorstand. Hier setzen wir uns alle an den Tisch und diskutieren. Ja. Ja? Und die Diskussionen können wirklich grausam sein. Ja, aber im Endeffekt hat man dann eine richtige Lösung, die für alle irgendwie eine Entscheidung ist. Gott sei Dank, Ja. immer finden wir eine Lösung. Ja. Immer. Ja. Ja? Ja. Das ist im Grunde eine gesunde Anarchie. Anarchie im Sinne von kein Chef, Ich weiß. sondern von ich weiß. Konsens, Ja, also positive Sinne. Ja. Ja. Das kann gut möglich sein. Ja. Ich sehe nur, dass zu viel Freiheit auch für die Gruppe nicht gut ist. Anarchie bedeutet nicht unbedingt zu viel Freiheit, bedeutet, dass man zusammen die Entscheidung macht, was macht man mit Was dieser heißt Freiheit. zusammen? Was heißt zusammen? Naja. Na, jetzt, ich muss ja. jetzt ein Beispiel nennen. Du bist im Organisationskomitee in der Gruppe, die dann den Weihnachtsmarkt organisiert. Okay. Ja? Ich habe letzte Woche eine Liste mit 27 Aufgaben an die 30 Mitglieder geschickt. Ja. Diese 27, die 30 Aufgaben, sie müssen erledigt werden. Das Ja. heißt, neben jeder Aufgabe Ja. muss mindestens ein Eine Name Person, stehen, ja. damit das erledigt werden Ja. kann. Zum Beispiel, der Rasen muss gemäht werden. Okay. Der Eingang muss renoviert werden Ja. und so weiter. Ja. Die Liste kam nur mit 5 Aufgaben, mit fünf gedeckten Aufgaben zurück. Und du hast deinen Namen nicht da drauf gesetzt. Jetzt frage ich mich, warum bist du im Organisationskomitee? Warum bist du dabei? Warum hast du deinen Namen auf diese Liste gesetzt? Um zu diskutieren oder um Entscheidungen zu treffen, die ich realisieren soll? Ja. Ja. Also mit solchen Mitarbeitern habe ich Schwierigkeiten. Ja. Und wer nicht in der Lage ist, das zu machen, also Zu arbeiten. Ärmel hochkrempeln und arbeiten, der hat dort nichts zu suchen. Ja. Dann ist er ein einfacher Besucher. Er kommt einfach
zu uns, setzt sich hin, hört zu, sagt vielleicht auch seine Meinung, aber damit ist die Sache erledigt. Ja. Ja? Ja. Leider haben es viele Leute nicht kapiert. Und ich weiß nicht, ich habe auch keine andere Lösung. Gerne würde ich mir das zeigen lassen, wie es anders gehen könnte. Ja. Ja? Aber in der Praxis, die Praxis sieht ganz, ganz anders aus. Weißt du, letzte Woche, also wir haben einen Keller, Ja. wo ein paar Sachen drin sind, wie zum Beispiel Wein. Ja. Jemand hat eine Kiste Wein geholt, also es ist ein Karton mit einer Tüte drin und einen Hahn Ja. da dran, Ja. hat ihn in die Küche gebracht, auf den Tisch gestellt, Wein rausgeholt, Ja. ja, und haben getrunken. Das ist Okay. alles in Ordnung. Ja. Ja. Nur der Hahn war undicht. Okay. Der tropfte die ganze Nacht. Ja. Ich bin da hingegangen am nächsten Tag, habe gesehen, da war eine riesen Pfütze auf dem Boden. Ich habe einen Teil davon weggewischt, Ja. aber ist auch unter Weil es die Holz Möbel. war. Unter die Möbel ist Ja. was. Nein, und Gott sei Dank unten waren Kacheln. Okay. Da ist unter die Möbel auch was gelaufen. Ja. Es hat angefangen in der Küche zu riechen. Seit 10 Tagen gehen dort Leute rein und raus, kriegen mit, dass es richtig stinkt Ja. und keiner denkt sich, aha, hier muss sauber gemacht werden. Kannst du mir sagen, wie du mit solchen Sachen umgehst? Also das Problem, das ich da sehe, ist, dass natürlich, es geht um Erziehung. Das heißt, es geht um, irgendwas ist in der Erziehung nicht passiert und da kannst du natürlich nicht mehr tun, weil wir sind ja Erwachsene. Ja, man kann von uns nicht verlangen, jetzt in dem Alter 50- und 60-Jährige zu erziehen. Genau, Ja? das heißt, aber ja. es gibt Lösungen, Ja. meiner Meinung nach. Ja. Ich habe 2 Leute gepackt und ihnen gesagt, pass mal auf, ab heute, das Einzige, was ihr hier macht, Ja. das ist die Küche. Ja. Ihr sorgt dafür, dass der Kühlschrank sauber ist, Ja. dass die Küche sauber ist. Ja. Ihr braucht nicht andere Arbeiten auf dem Hof zu machen. Ja. Ihr seid verantwortlich Küche, für die Küche. Ja, das ist eigentlich Küche eine ganz und gute Bad. Methode. Fertig. Ja. Jede Woche 2 Stunden und dann habt ihr jeweils eure 8 Stunden im Monat und dann könnt ihr am Ende des Monats eure Lebensmittel Ja. bekommen. Also ich Und glaube, dass die- das, was du gerade sagst, diese Methode, ich tue jemand verantwortlich für eine bestimmte Aufgabe, funktioniert sehr gut. Für diese Transitionszeit und in der Transitionszeit müsste man an der Erziehung und an der Bildung arbeiten, Genau. damit das nicht mehr notwendig ist auf Dauer. Genau, Das genau. meine ich, Und das ja. habe ich auch gemacht. Ja. Ich habe in der Versammlung denjenigen angesprochen, der sich den Wein geholt hat. Ja, Und da habe ich ihm gesagt, pass mal auf, an den letzten 3 Tagen gehst du hin und holst dir Wein. Hast du nicht gerochen, dass das stinkt? Hast du nicht verstanden, dass du derjenige bist, Der das gemacht der hat. das verursacht hat? ja, ja, ja. Ja? Was hat er gesagt? Das musst du bitte in der nächsten Zeit ändern. Was hat Das er geht gesagt? nicht, das geht nicht so weiter. Er hat was gesagt, aber es ist unwichtig, was er gesagt hat. Ja. Wichtig ist, dass man anfängt, solche praktische Beispiele, solche praktische Dinge zu Ja, lösen, ja. Probleme zu lösen. Ja. Das ist aber so viel Sand. Ja? Wir müssen das Problem sehen. Ja, Das Problem ist die Krise. ja, Ja? Und wir müssen versuchen, Wege zu finden, Alternativen zu schaffen, Inseln zu bilden, die ihre eigenen Regeln haben, Ja. ihren eigenen Mikrokosmos aufbauen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass wenn wir einen Organismus haben, Ja. der krank ist, ja, dass die einzige Hilfe ist, die einzige Hoffnung ist, einzelne Zellen wieder gesund zu machen. ja, Ja? Weil der Organismus, der besteht aus Zellen. Wie ihr seht,
man kann diesen Staat, den griechischen Staat, Nicht mehr helfen. dem kann man helfen. Ja, wie denn? Man kann dem Staat helfen. Ich bin fest davon überzeugt, wenn man den Politikern zeigt, was man will, Ja. die Politiker machen es mit. Die haben keine andere Wahl. Was würde das bedeuten? Du musst dem Politiker den Weg zeigen. Du musst ihm zeigen, pass mal auf, für den Olymp brauchen wir 3 Schutzzonen. Ja. Schutzzone A, B und C. In der Zone A und B darf nicht gebaut werden. Nichts. Ja. Wir brauchen ein Gesetz. Wenn die Bevölkerung hier dafür ist und sich ganz stark macht, dann muss der Politiker das umsetzen. Ich kann dir ein Beispiel nennen. Eine Firma aus der Region sollte 80.000 Tonnen Ja. Batterieabfälle Ja. am Fuße vom Olymp vergraben. Ja. Hat sich mit der Kommune in Verbindung gesetzt und sollte 80.000 € dafür bekommen. Also pro Tonne Ja. 1.000 €. Für die Kommune ist das viel Geld, Ja. weil sie pleite ist. Ja. Aber du kannst nicht an diesem Berg, am Fuße von diesem Berg, das ist ein Schutzgebiet, Nee, das du geht gar kannst nicht. nicht Nee. Batterieabfälle Nein, das geht gar nicht. vergraben. Was haben wir gemacht? Wir sind hingegangen und haben die Leute, die Bevölkerung angesprochen und haben gesagt, jeder soll 1 € spenden. Wir sammeln 80.000 € und wir geben sie als erstes der Kommune, Ja. Damit es geklärt ist. damit die es will geklärt nicht mehr, ist. Die braucht es nicht Und dann diskutieren wir mehr. Ja. über die Gesetze, damit der Olymp geschützt bleibt. Ja. Weil wer wird bei uns Urlaub machen wollen, Wenn es wenn du, verseucht ist. wenn du Ja. weißt, dass da 80 Tonnen, Ja. 80.000 Tonnen verseuchtes versorgt. Zeug. Ja, das geht nicht. Ja, das haben wir durchgesetzt. Wir haben 4.500 Unterschriften gesammelt. Wir waren bei der Kommune 200 Leute bei einer Versammlung und haben sie dermaßen unter Druck gesetzt, dass sie den Vertrag nicht unterschreiben konnten. Ich bin auch der Meinung, dass man, ich sage das immer, dass Zellenarbeit und Zellenbilden, Organe und Organe, ich sage es immer. Deswegen bin ich da voll deiner Meinung, dass es nur so geht, dass dann wirklich an der Basis so kleine Zellen, gesunde Zellen kreiert werden oder gesund gemacht werden, wie immer es ist. Aber was kann man machen mit den korrupten, reichen Politikern, Konzernen und. Was macht man mit denen? Ignorieren? Korruption, da hast du jetzt eine meiner Wunden aufgekratzt. Ja. Weil vor etwa 3-4 Jahren gab es in den deutschen Medien eine richtige fiese Propaganda gegen Griechenland, Ja. wo die einfachen Menschen so richtig schlecht dargestellt wurden. Ja. Also ich hatte den Eindruck, der Durchschnittsdeutsche hatte durch diese Informationen, die er von den deutschen Medien bekam, hat er den Eindruck gehabt, alle Griechen sind korrupt. Aber jetzt frage ich dich auch, wie ich kürzlich deine Mitarbeiter gefragt habe, was ist für dich Korruption? Jemanden zu bestechen oder bestochen zu werden? Das ist jetzt beides. Klar. Okay. Ja. Meine nächste Frage ist folgende. Zeig mir bitte jetzt einen griechischen Skandal, Finanzskandal, hinter dem kein deutsches Unternehmen steckt. Einen. Ich habe nicht gesagt, dass es geht um griechische Korruption. Ich habe gesagt Korruption allgemein. Eben. Ich bin überhaupt nicht der Deswegen Meinung, müssen wir dass uns Korruption zusammentun. so speziell Griechenland ist. Es sind Genau. doch alle Reichen auf der Planet, die korrupt sind. Genau. Sonst wären sie ja nicht reich. Sie haben Ja. den Weg gefunden und kooperieren miteinander. Ja. Ja? Ja, klar. Ja? Sie haben ihre Wege gefunden. Sie wissen ganz genau, wie sie ihr Geld ins Ausland schicken, wie sie ihre Offshore Ja. Firmen bilden, Ja. gründen und so weiter und so Die weiter. Frage ist, was macht man mit dem? Man wird stärker. Okay. Ja? Man soll erstmal auf den eigenen Beinen stehen können. Die Angst abbauen. Ja. Sich zusammentun. Super. Ja, diese Barrieren einfach abbauen. Ja, einfach
die Ohren schließen, zumachen, wenn im Fernsehen über Merkel in Griechenland gesprochen wird, ja, weil ich finde das fies, ich finde das unfair, dass die Medien die Menschen so ablenken, ja, dass sie einfach ihren Kopf nehmen und in eine andere Richtung drehen, ja, einfach das abschalten, nicht mitmachen. Ich habe in Deutschland einen Fernseher, den schalte ich selten, sehr selten ein. Und auch hier, ich muss mit den Kindern kämpfen, dass sie den, da kommt nur Schrott. Das ist, also der Fernseher ist in meiner Wohnung ein Riesenloch an der Wand und jemand schmeißt Müll in mein Wohnzimmer rein. Die muss man natürlich abschaffen, die Dinger. Ja. Also, man muss die Möglichkeit haben, das zu kontrollieren. In der Familie mache ich das. Ja. Also ich habe ja nie einen Fernseher gehabt, deswegen ist es ganz einfach, das zu sagen. Nein, Aber man kann wirklich ohne leben und man merkt nichts davon. Nein, das ist für mich ein Objekt. Das stimmt, aber es gibt auch sehr, sehr gute Dinge im Fernsehen, die ich auch gerne sehe. Also gezielt muss man sich die Sachen aussuchen. Aber, klar, kann man natürlich aber auch, es geht um ein Werkzeug. Ja. Sie haben ein Werkzeug in der Hand und die setzen es gegen die Menschen ein. Ja. Ja, ich weiß, das hört sich krass an, was ich sage, aber das ist ein Medium, der eigentlich super sein könnte, ein extrem guter Instrument, könnte Bildung geben, alles Mögliche, aber stattdessen ist es dann einfach ein Machtinstrument. Du musst dir vorstellen, wenn du die griechischen Nachrichten von 8 bis 9 siehst, oder das sind Sender, die haben sich abgestimmt, Nachrichten von 6:30 bis 7:30, von 7:30 bis 8:30, von 8:30 bis 9:30. Also 3 Stunden nur Propaganda, Angstmacherei. Und egal, was du einschaltest, denkst du dir, oh Gott, was wird uns passieren? Bloß sich nicht bewegen. Also, das geht nicht. Aber lass uns bleiben auf diese ganz positive Sache, weil wir werden jetzt demnächst enden, sehr bald. Und diese positive Vision, das ist eigentlich im Grunde das Gleiche wie meine. Das heißt, dass man arbeitet an den Zellen und im Grunde, ich sage auch über die Eliten, einfach ignorieren. Irgendwann, die wollen was von uns, aber wir sind schon längst autark und wir brauchen die einfach nicht mehr. Also einfach ignorieren, also selber so solide sein, dass man die gar nicht mehr so ganz braucht. Was du machst, finde ich, ist eigentlich ein bisschen ein Anfang von einer Gesellschaft, wo man ohne Geld leben könnte. Siehst du das auch als eine Prämisse? Die Arbeit von Otto Pussmo, dass es eine Prämisse sein könnte zu einer Welt, wo man endlich das Geld abschafft? Guck mal, wir haben uns für eine Richtung entschieden. Ja. Also wir gehen jetzt als Gruppe, haben wir uns entschieden, in die Richtung zu gehen. Ja. Ich weiß nicht, was da hinten ist. Das weiß ich nicht. Ja. Wenn ich dort angekommen bin, werde ich entscheiden, ob ich die Richtung einhalten werde oder ob dort ein Richtungswechsel notwendig ist. Das weiß ich nicht. Für uns ist das Allerwichtigste, den Menschen zu helfen. Ob wir dann eines Tages auch ohne Geld leben könnten, das weiß ich noch nicht. Aber es ist nicht das Ziel momentan. Du bist gekommen und du hast mich darauf aufmerksam gemacht. Du sagst, Moment mal, ihr lebt ja auch ohne Geld. Sie kommen zu euch, arbeiten, bekommen 35 Kilo. Das ist schon ein Austausch und ihr braucht kein Geld. Ja. Die Leute kommen zu unseren Kulturveranstaltungen, brauchen kein Geld. Sie bringen 2 Packungen Spaghetti mit. Und das ist Transition. Irgendwann braucht man nicht mehr kontrollieren, was sie bringen. Ja, aber irgendwo müssen sie diese 2 Kilo Lebensmittel kaufen. Also dort brauchen sie Geld. Ja? Oder produzieren. Ja, oder produzieren, natürlich.
Diese 5 Produzenten produzieren für uns Linsen, Weißbohnen, Waschmittel. Ja. Ja, sie produzieren das. Ja. Sie bringen das zu uns, aber es gibt Leute, die das kaufen. Wir sind noch nicht so reif, wir sind noch nicht so weit zu sagen, pass mal auf, das Geld schaffen wir ab. Ja. In unserer Community spielt das Geld keine Rolle. Es ist also der Beginn. Ja, es ist ein Beginn. Ja. Ja, es ist ein Beginn. Aber wie gesagt, es war nicht das Ziel vom Anfang an, eine solche Community zu bilden. Ja. Die Community, die wir gebildet haben, hat ganz andere Ziele gehabt. Angst abbauen, Ja. sich gegenseitig abstützen. Das Beispiel mit dem Holz. Ja. Sich gegenseitig helfen, um gemeinsam stark zu werden. Ja. Sich dagegen wehren. Ja. Wenn Und das ist genau, was man auch braucht, um eine Gesellschaft ohne Geld auf die Beine zu bringen. Also das ist genau diese Elemente, Angst aufbauen, Unterstützung miteinander, Verantwortungsgefühl und so weiter. Das sind eigentlich genau die gleichen Elemente. Deswegen für mich, es sind schon die Prämisse. Es war nicht das Ziel, aber das geht im Grunde da lang. Also mittlerweile kennt ihr unseren Hof Ja, sehr gut. ja. Ihr wisst, wo die Küche ist, wo das Bad ist. Wo die Katzen. Vielleicht können wir auch einen Aufenthaltsraum einrichten. Du kannst mit Freunden, wir können ein Treffen im Sommer hier organisieren Ja. und diese Diskussion auch hier vor Ort führen. Ja. Ja? Welche Sprache? Die Sprache werden wir schon finden, macht Okay. ja keine Gedanken. Okay. Die Sprache werden wir schon finden. Aber ich finde es wichtig, dass solche Diskussionen mittlerweile europaweit geführt werden. Ich kenne viele Leute in Italien, in Spanien, in Portugal, in Frankreich, Ja. die diese Krise erlebt haben. Ja. Ja? Und auch Leute, die vor dieser Krise Angst haben. Kürzlich sagte mir ein Kollege von dir aus München, er hat sogar seinen Artikel für seinen Artikel diesen Satz als Abschluss gebracht. Vielleicht lernen wir eines Tages, wir hier in Deutschland, von dem, was die Griechen auf die Beine gestellt haben, um die Krise zu umgehen. Ja. Ja? Wir waren nicht vorbereitet. Vieles von dem, was wir hier machen, ist eventuell falsch. Aber ich finde es wichtig, dass diese Bürgerinitiativen überhaupt existieren. Ja? Vielleicht ist das ein neuer Anfang. Vielleicht ist das auch etwas, was nach 2, 3 Jahren wieder verschwinden wird. Aber ich finde, es ist wichtig, dass wir darüber diskutieren. Es ist wichtig, dass wir den Mitmenschen helfen können. Und diese Idee ist jetzt breiter geworden. 500 Familien haben aus verschiedenen Städten Deutschlands Medikamente nach Griechenland geschickt. Ja? Wir in Katerini, diese Leute, die Arbeitslosen, die wirklich kein Geld haben, die von uns 35 Kilo pro Monat Lebensmittel bekommen, haben vor 2 Wochen für 650 Flüchtlinge an der Grenze Essen gekocht. Ja? Sie haben 35 Kilo Lebensmittel bekommen, aber haben etwas für diese Menschen zur Verfügung gestellt. Ja. Ja? Ja. Wir haben für 650 Menschen eine Linsensuppe gekocht. Ja, toll. Ich habe eine Frau mit 3 Kindern gesehen. Es gibt ein Video bei uns auf der Website. Da sitzt ein Junge auf dem Boden und isst seine Linsensuppe. Ja. Mehr will ich nicht. Ja. Diese Menschen haben wir einen Teller Essen, warmes Essen angeboten. Ich bin mir sicher, dieser Junge, der wird daran denken, Ja. wenn er mal groß ist, wenn er mal groß geworden ist. Ja? Und ja, Darum geht's. ja. Elias.
ich nehme dieses Angebot gerne an, Ja. im Sommer darüber zu reden, weil es ist ein Okay. Thema, das mich wirklich, wirklich interessiert. Ich bin total begeistert von was du sagst und von dem Projekt. Und 1000 Dank für deine Zeit. Nein, ich danke euch für Ja. eure Hilfe. Ich danke euch, dass ihr hier seid. Und ich finde es toll, dass wir uns kennengelernt haben. Genau. Ja. Bis bald. Okay. Tschüss. Okay.